Hallo und herzlich willkommen auf Marios Channel. Heute zaubern wir eine Jagdwurst, allerdings in einer feineren Variante. Für die grobe Füllung haben wir 500 Gramm Schweinebauch fein geschnitten, 1000 Gramm entfettete Schweineschulter und 500 Gramm grünen Rüttenspeck bereitgelegt. Alles schön kühl halten, denn das Fleisch wird vor dem Würzen gewogen. Jetzt kommt die Würzmischung. 30 Gramm Nitritpökelsalz für die Schulter und den Rückenspeck. Für den Schweinebauch geben wir zusätzlich 10 Gramm Pökelsalz hinzu und vermischen es gründlich. Dann ab in die Gefriertruhe, damit alles schön kühl bleibt. Jetzt würzen wir 8 Gramm Pfeffer, 2 Gramm Koriander, 2 Gramm Ingwer, 2 Gramm Knoblauchpulver und 8 Gramm Senfkörner. Ein Hauch von Garam Masala für den besonderen Geschmack und eine Zwiebel für die Frische. Alles gut vermengen und durch den Fleischwolf lassen. Für die Feineinlage den Rückenspeck und der Schweinebauch durch die feine Dreierscheibe lassen. Die Därme werden eine halbe Stunde vorher in 15% Salzlösung eingeweicht. Die Grobeinlage, der Schweinebauch, wird durch die grobe Scheibe, die Achterscheibe, gelassen. Danach werden die Schweineschulter und der Speck durch die feine Scheibe gewolft. Der Monsieur Cuisine von Silvercrest macht das Kuttern leicht. Mit etwas Crash-Eis wird das Brät fein, perfekt für die Füllung. Kutterhilfsmittel und Ascorbinsäure nicht vergessen. Für 2 Kilogramm Fleisch benötigen wir 200 Gramm Eis. Jetzt wird gekuttert. Zuerst die grobe Füllung und dann die Schweineschulter und den Speck. Alles schön durchmischen. Die Würste abfüllen, gut durchkneten und luftdicht verschließen. Ein paar Probewürste abfüllen und kosten. Sehr lecker und gut haltbar. Falls ihr wie ich auch etwas Restblät übrig habt, könnt ihr daraus eine leckere Frühstückswurst machen. Einfach in eine kleine Form füllen und im Backofen backen. Das schmeckt wunderbar zum Frühstück. Die Bratwürste sind ideal zum Grillen und schmecken fantastisch. Nach dem Brühen und Abkühlen einfach in die Pfanne oder auf den Grill legen und genießen. Jetzt geht's weiter. Erstmal haben wir die grobe Einlage gekuttert. Wenn's zu fein wird, nehme einfach, was aus dem Fleischwolf kommt und mische es unter. Wir stehen auf feine Sachen, deshalb habe ich das so gemacht. Dann kommt die Schweineschulter und der Speck dran für das Feinbrät. Erstmal ein bisschen Eis rein, dann das Fleisch, Schulter und Speck gesellen sich dazu. Ich kuttere das Ganze auf Stufe 7, ohne Turbo, aber mit ordentlich Power. Kutterhilfsmittel gibt's auch dazu, etwa 1 Gramm pro Kilo, laut Packungsangaben. Achtung, das Brät muss in Bewegung bleiben und cool bleiben. Dann wird's richtig wild auf Stufe 10, wo es fein durchgekuttelt wird. Schön klebrig und lecker. Tja, mein Thermometer war mal wieder unauffindbar, also habe ich es nach Gefühl gemacht. Aber hey, kalt genug war's noch. Beim Kuttern sollte es so um die 10 bis 12 Grad haben, damit die Konsistenz passt. Jetzt ab damit in den Wurstfüller und kräftig andrücken, damit keine Luftblasen drin sind. Ach ja, konnte nicht widerstehen und hab noch ein paar extra Würstchen durchgelassen. Perfekt fürs Grillen. Und jetzt zum Star des Abends, die Jagdwurst.
Mit einer passenden Tülle fülle ich das Bret ein, nach dem Abbinden und Einstechen sind sie bereit für die heiße Dusche. Ich habe sie auf etwa 76,5 Grad gebracht, damit wir sicher sein können, dass alles durch ist. Das hat dann insgesamt so 30 bis 35 Minuten gedauert. Danach noch fix den Rest abgefüllt und die Tülle geputzt. Schaut her, hier sind sie, die fertigen Würste. Nach dem Brühen ab, in kaltes Wasser, damit sie schön knackig bleiben. Und da seht ihr's, der Anschnitt der Jagdwurst. Fein und genau richtig für uns. Ach ja, das Brät habe ich auch für Frühstückswürste genutzt. Auf dem Grill unschlagbar. Das war's mit meiner Wurstkreation. Bleibt dran für mehr Videos und vergesst nicht zu abonnieren. Das genaue Rezept gibt's natürlich unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.